Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Armaturenindustrie. Hätte man mich heute vor einem Jahr gefragt, auf welche Herausforderungen unsere Branche in diesem Jahr treffen wird, wäre mir sicherlich einiges eingefallen. Aber nichts von dem, was uns dann geschäftlich und persönlich tatsächlich gefordert hat. Eine so dynamische Entwicklung mit derart gravierenden und weltweiten Folgen konnte niemand voraussehen. Wie erwartet spüren auch wir als Armaturenhersteller spätestens seit der zweiten Jahreshälfte die Folgen der Corona-Pandemie. Der Bereich Gebäudearmaturen steht zwar etwas besser da, dank der ungebrochenen Baukonjunktur in Deutschland. Den Absatz im Ausland, vor allem im benachbarten Europa, beobachten wir allerdings insgesamt mit Sorge. China hat unterdessen die Krise offensichtlich überwunden und erzeugt zunehmend Druck auf unseren angestammten Auslandsmärkten. Das Geschäft mit den USA verläuft schleppend. Allein auf dem Heimatmarkt liefen die Verkäufe bis zuletzt ganz gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was kann man einer solchen Zeit Positives abgewinnen? Ich denke, trotz aller schwierigen Rahmenbedingungen haben wir in diesem Jahr vieles gelernt und geleistet. Wir haben etwa unsere Betriebe unter widrigsten Bedingungen aufrechterhalten. Das war und bleibt eine große Aufgabe. Häufig mussten wir Themen unter Zeitdruck und mit unbefriedigender Informationslage entscheiden. Manchmal ergaben sich für Einzelne unvorhergesehene Härten. In unseren Unternehmen mussten wir viele eingeschliffene Prozesse radikal ändern, um die Mitarbeiter zu schützen und um die Lieferfähigkeit unserer Produkte sicherzustellen. Gleichzeitig waren und sind wir wie immer gezwungen, Märkte zu bearbeiten und Kunden zu binden, und das ohne den wertvollen Vorortkontakt. Die Krise hat einen enormen Schub in der Digitalisierung erzeugt, mit vielen Chancen, aber auch Risiken. Dabei war die Lernkurve steil und auch im kommenden Jahr 2021 werden wir nach meiner festen Überzeugung diese Herausforderungen gemeinsam meistern. Auch im Verband haben wir einiges lernen müssen. Wie können wir etwa unsere Mitgliedsunternehmen mit ihren Wünschen und Bedürfnissen erreichen, ohne persönlichen Kontakt im Gespräch vor Ort oder bei uns in Frankfurt? Schnell hat der VDMA gelernt, wie gute digitale Kommunikation mit Mitgliedern funktioniert. In allen Bereichen werden wir weiterhin gefordert sein, bewährte Wege immer neu zu überdenken, uns immer wieder neu zu erfinden. Wie müssen etwa Messen nach Corona aussehen? Müssen wir zukünftig in hybriden Lösungen denken, um das Beste der digitalen und analogen Welt zu vereinen? Nach der Absage von ISH, IFAD und ACHEMA nur ein Aspekt von vielen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt die Weichen richtig stellen, dann sind wir auch zukünftig mit der Armaturenindustrie Made in Germany im internationalen Wettbewerb gut aufgestellt. Wir kriegen das hin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir, der VDMA Fachverband Armaturen und ich, wünschen Ihnen eine besinnliche und gesunde Weihnachtszeit. Tanken Sie Kraft im engen Kreis Ihrer Lieben und starten Sie mit Schwung und Mut ins neue Jahr. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg in 2021. Bis bald und tschüss, Ihr Axel Weidner.